Herzlich willkommen zu meinem Vortrag zu meiner Bachelor-Thesis mit dem Titel Automatische Prüfung von Websites auf Barrierefreiheit, ein Vergleich von Monitoring-Tools. Laut einer Studie des Sinus-Instituts von 2019 bietet die Digitalisierung vielfältige Chancen für behinderte Personen, zum Beispiel eine gesteigerte Autonomie oder gesellschaftliche Teilhabe. Um die vorhandene Barrierefreiheit von digitalen Angeboten wie Websites regelmäßig zu überprüfen, können automatische Monitoring-Systeme, kurz AMS, eingesetzt werden. AMS prüfen den Code einer Website automatisch und regelmäßig auf Probleme mit Barrierefreiheit. Zusätzlich visualisieren sie den Verlauf der gefundenen Fehler. Ziel der Arbeit war eine Analyse und ein Vergleich bestehender AMS. Hierbei sollten vor allem die Unterfragen beantwortet werden: Welches AMS die beste Abdeckung der Web Content Accessibility Guidelines hat und wie gut die Usability der Fehlerberichte der AMS ist. Die AMS im Vergleich wurden aufgrund ihrer unterschiedlichen Preisstrukturen ausgewählt. Peli ist ein kostenloses Open-Source-Projekt. Arc Monitoring hat ein besonders flexibles Preismodell und SiteImprove richtet sich vor allem an Enterprise-Kundinnen. Der Vergleich der AMS kann in qualitative und quantitative Aspekte aufgeteilt werden. Um die AMS qualitativ zu vergleichen, wurden zuerst Eigenschaften wie Preismodell, Hosting oder mögliche Eingabeformate in einer Tabelle gegenübergestellt. Die Usability wurde anhand einer heuristischen Evaluation nach Nielsens 10 Heuristiken evaluiert. Für den quantitativen Vergleich wurde zuerst eine Testwebsite erstellt. Diese enthält 58 selbst konstruierte Fehler, die auf den WCAG 2.1 Level AA und den ergänzenden Prüfschritten der BitV beruhen. Anschließend wurde die Website mit den 3 AMS gescannt und die Ergebnisse ausgewertet. Bei der Auswertung waren folgende Evaluationskriterien relevant. Coverage beschreibt die erreichte Abdeckung in Prozent. Hier wurden die Ergebnisse noch einmal in die unterschiedlichen Level der WCAG aufgeschlüsselt sowie in die betroffenen Benutzendengruppen nach der EU-Norm unterteilt. Zweites Evaluationskriterium ist die Correctness, also die Richtigkeit des Ergebnisses. Correctness beschreibt das Verhältnis von erzielten Falsch-Positiven zu erzielten Richtig-Positiven durch das AMS. Kommen wir nun zu den Ergebnissen. Am wenigsten können wir die Verwendung des AMS Arc Monitoring empfehlen. Qualitativ weist es eine flexible Preisgestaltung auf und besitzt umfangreiche Wissensinhalte. Zusätzlich ermöglicht es das Crawlen gesamter Websites. Allerdings fanden wir hier auch am meisten Usability-Probleme, die vor allem auf der unklaren Navigation und auf dem komplexen Aufbau des Systems beruhen. Quantitativ erzielte Arc Monitoring die schlechteste Abdeckung der verschiedenen Bereiche der WCAG und eine mittlere bzw. schlechte Correctness. Peli besitzt mit den Notices eine sehr unspezifische und oft zutreffende Fehlerkategorie. Wenn diese mit einberechnet wird, besitzt Peli die beste Coverage, allerdings die schlechte Correctness, da viele Falschpositive produziert wurden. Wenn die Notices nicht mit einberechnet werden, dann sind die Werte von Peli ähnlich wie die von SiteImprove. Somit haben diese beiden AMS die besten quantitativen Werte. Der Unterschied zwischen den beiden Systemen besteht also vor allem im sehr unterschiedlichen Funktionsumfang, im unterschiedlichen Preis und in SiteImproves Möglichkeit, auch gesamte Websites zu crawlen. Zusätzlich war SiteImprove für uns das AMS mit der besten Usability. Insgesamt zeigen die zusammengefassten quantitativen Resultate der AMS, dass ein Großteil der WCAG nicht automatisch geprüft werden konnte. AMS sollten also nicht alleinig zur Überprüfung der Barrierefreiheit einer Website eingesetzt werden. Solange noch so große Bereiche der WCAG nicht automatisch geprüft werden können, könnten AMS als Checklisten für manuelle Prüfungen eingesetzt werden, um ihren Nutzen zu vergrößern.